Das ist eine Autosammlung, wo schnell Jay Leno und Ralph Lauren oder sonst jemand ein wenig neidisch wird. Wir befinden uns gerade in Rumänien, genauer gesagt in Bukarest. Da bin ich zufällig über diese Autos gestoßen. Bleibt dran, denn es gibt definitiv interessante Autos zu sehen. Ich sollte vielleicht noch anmerken, dass alle Autos, die zu sehen sind, einen einzigen Besitzer haben. Dann fangen wir direkt mal an mit dem gelben Ferrari Dino. Er wurde nach dem verstorbenen Sohn von Enzo benannt. Hier geht es weiter mit einem Ferrari Testarossa. Und hier haben wir einen Ferrari LaFerrari. Wer weiß eigentlich, was die High-Curse-Technologie ist? Ihr könnt das gerne in den Kommentaren hinterlassen. Das Auto darf sich auch nicht mit dem McLaren P1 messen, laut der aktuellen Aussage von Ferrari. Sonst wird man lebenslänglich vom Kauf gesperrt. Natürlich nicht von allen Ferraris, sondern von den exklusiven Modellen. Und das ist ein F430 16M Scuderia. Dieser Ferrari ist einer meiner Lieblingsferraris. Daneben in Rot haben wir dann den F12 Berlinetta. Es gibt Gerüchte, dass das der letzte V12-Sauger sein wird von Ferrari. Hier kommen wir zu dem McLaren Mercedes Sterling Moss. Wie man sehen kann, hat das Auto keine Windschutzscheibe. An den Seiten kann man auch die Sidepipes sehen. Auf dem Bildschirm im Hintergrund läuft gerade Jay Leno. Die Autos hier sind geografisch geordnet, sprich auf der einen Seite haben wir die deutschen Fahrzeuge und auf der anderen Seite die britischen Fahrzeuge. Das müssten alle wichtigen MGs sein. Auf der anderen Seite haben wir einen MG aus 1939. Übrigens, der Zustand von allen Fahrzeugen ist wirklich erstaunlich. Neben dem CLK haben wir ein CLS in eine Two-Tone-Lackierung. Daneben ist ein schwarzer SL und daneben ein CL. Dieses Auto hier ist ein Janssen Interceptor 3. Das Auto ist sehr selten. Und dass wir einen in so einem guten Zustand sehen können, können wir uns glücklich schätzen. Hier haben wir eine alte E-Klasse. Wenn ich mich nicht täusche, sollte das der Mercedes von Taxi Taxi sein. Daneben steht eine ältere E-Klasse Coupé. Hier haben wir noch einen sehr seltenen Aston Martin Lagonda. Daneben ein Jaguar XJ 220. Auf der anderen Seite haben wir zwei Mercedes Pullman. Hier fängt die Jaguar-Sektion an. Der Mercedes Pullman hatte damals eine automatische Kofferraumöffnung, die per Vakuum gesteuert wurde. Bevor wir aber zu den Bentleys gehen, müssen wir zu den amerikanischen Fahrzeugen. Hier geht es los mit 3 Corvettes nebeneinander. Bei diesen Modellen ist der Name Stingray entstanden.
Daneben ein Boss 302. Dann noch ein normales Mustang Cabrio. Der Name Mustang wurde nicht nach der Pferderasse benannt, sondern nach einem Flugzeugmodell aus dem Zweiten Weltkrieg. Hier finden wir noch sämtliche amerikanische Oldtimer. Hier finden wir noch zwei Modelle von Saab. Das ist ein Citroën DS Coupé. Dieses Auto ist extrem selten und sehr beliebt unter den Autosammlern. Das Auto war das erste Auto der Welt mit Kurvenlicht. Die Scheinwerfer sind mechanisch mit dem Lenkgetriebe verbunden. Hier geht es weiter mit den französischen Oldtimern. Unter anderem auch ein Renault Viva Grand Cabriolet aus 1938. Das ist ein Bugatti Type 57 Coach Venteux aus den Jahren 1938. Es gibt viele verschiedene Versionen von den Type 57. Das Auto hat einen reinen 8-Zylinder und manche von denen hatten sogar einen Kompressor. Und das Ergebnis war eine Höchstgeschwindigkeit von 220 km/h in 1938. Das Auto wurde in einer geringen Stückzahl gebaut. Es wurden nur 700 Stück gebaut und wir müssen uns glücklich schätzen, dass wir sowas sehen können. Daneben haben wir einen Porsche Traktor. Hier muss man sowas tragen, um alles möglichst sauber zu halten. Hier sind ein paar Motorräder, da hinten sehen wir auch ein Wheeless Jeep. Sogar ein Motorrad mit einem Beiwagen. Und dahinter sehen wir einen ganz besonderen Ford. Das Auto ist bekannt aus der Gruppe B, der Ford RS 200. Daneben haben wir auch ein Lancia Integrale. Und daneben in Rot steht ein Lancia Fulvia V4. Das Auto hat einen 1,6 Liter V4 Motor. Dadurch hatte sich die Zusatzbezeichnung HF verdient. Hier sind ein paar Alfa Romeo zu sehen und auch ein Lamborghini Diablo. Das ist der letzte Lamborghini, bevor der Konzern von Audi übernommen worden ist. Hier geht es weiter mit einem Porsche 911 Speedster. Hier sind auch zwei Porsche 356 Ferdinand. Das hier ist ein BMW 600, wenn ich mich nicht täuschen sollte. Das ist die Tür. Das Auto hatte sonst keine Tür. Es wurde entwickelt, um mit den originalen Mini zu konkurrieren. Hier sehen wir auch ein BMW Dixie. Der ist in einem erstaunlichen Zustand. Wir dürfen nicht vergessen, dass das Auto 87 Jahre alt ist. Unter anderem haben wir hier auch einen Dodge Charger, auch bekannt unter dem Namen General Lee, aus dem Film Dukes of Hazzard. Das Auto wurde aber in 2001 bekannt durch den ersten Fast and Furious Film. Das hier ist der Black Hawk Strutz. Das ist das letzte Auto, das Elvis Presley gefahren ist. Dieses Modell vor uns ist eins aus dem Jahr 1974. Hier kommen wir zu den üblichen Mafia-Autos. Sehr große Cadillacs mit einem großen Kofferraum, in dem Leichen passen müssen. Die Autos sind wirklich in einem erstaunlichen Zustand. Ich kann das nicht oft genug sagen. Ich entschuldige mich für die Videoqualität, denn meine Kamera ist ausgefallen und das ist jetzt meine Ersatzkamera. Das ist eine sehr interessante Kühlerfigur von diesem Chrysler. Hier haben wir einen Graham Page Sport Roadster aus dem Jahre 1929. Hier haben wir einen Renault aus den Jahren 1908, gefolgt von einem Fiat aus den Jahren 1917.
Und vor uns sehen wir ein Hurtu 3,5 aus dem Jahre 1899. Es hieß 3,5, weil es 3,5 PS hat und nur einen einzigen Zylinder. Ich persönlich finde die Scheinwerfer ganz interessant, wenn man bedenkt, dass die neue 7er Reihe von BMW schon Laserscheinwerfer benutzt. Hier geht es weiter mit einem Cadillac aus 1912, gefolgt von einem Ford T-Model. Da haben wir einen sportlicheren Ford. Ganz besonders gefällt mir die Größe von diesen amerikanischen Oldtimer, weil sie einfach riesig sind. Manche Autos, die nur 2 Türen haben, sind länger als eine moderne S-Klasse. Der pinke ist ein Cadillac Eldorado Cabrio. Das ist unter anderem auch einer meiner Favoriten. Hier kommen wir zu einem weißen Pontiac, auch als das bekannte Kid-Auto von Knight Rider. Das müsste ein Duesenberg sein aus 1930. Das ist auch ein sehr seltenes Auto und auch sehr beliebt unter den Autosammlern. Der Zustand ist wirklich erstaunlich, ich kann das nicht oft genug betonen. Hier haben wir noch einen Fresh Roasted Peanuts Anhänger. Jetzt gehen wir weiter, sprich zurück zu den Bentleys. Die 2 Mercedes Pullman von vorhin. Und hier kommen wir langsam zu Rolls-Royce. Das ist ein Kombi. So etwas habe ich noch nie gesehen. Sehr interessant finde ich die Scheibenwischer von den Scheinwerfern. Hier haben wir noch einen klassischen SL. Das müsste ein Import aus Amerika sein, da die Scheinwerfer sich von den europäischen unterscheiden. Den Rolls-Royce in Pink finde ich auch sehr interessant. Da hinten sehen wir schon den LaFerrari von vorhin. Hier fehlt ein Auto. Das wird gerade gewartet und bald wird es hier ausgestellt sein. Nun geht es weiter mit Rolls-Royce und einem Mercedes
540 km/h. Und langsam kommen wir zum Schluss von dieser Tour. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergiss nicht, das Video zu liken, zu teilen und natürlich auch zu abonnieren. Denn es gibt noch weitere spannende Autos zu sehen. Bis demnächst. Einen schönen Tag.